Friesau gehört jetzt seit 2017 zur Mörser-Gruppe. Wir haben im April den Standort übernommen und hatten im Vorfeld schon einen Plan ausgearbeitet, wie wir den Standort ausbauen wollen. Wir haben seitdem über 70 Millionen Euro in den Standort investiert, um den Produktionsfluss rund zu machen, um die Leistung zu erhöhen und speziell den veredelten Bereich auszubauen. Dafür haben wir ein neues Hobelwerk gebaut. Und um das neue Hobelwerk vernünftig versorgen zu können, haben wir auch im Vorfeld entsprechende Trocknungskapazitäten benötigt, die eine Trocknung ermöglicht, die auch eine vernünftige Qualitätsausbeute für uns bringt in den wirklich höherwertigen Produkten. Wir haben uns bewusst für Kanäle entschieden, weil wir einfach auf die genutzte Bodenfläche gesehen einen höheren Output generieren können. Das heißt, wir haben alte Trockenkammern weggerissen und haben an diese Stelle dann den Doppelkanal gesetzt. Wir haben einen deutlich höheren Output, den wir da produzieren können. Die Trocknungszeiten sind deutlich kürzer geworden. Wir haben uns ja speziell bei Valutec auch für die 10-Kammer-Variante entschieden, sodass wir 10 Trocknungszonen praktisch haben in diesem Kanal. Wir können damit eine ganz hervorragende Qualität produzieren, was wir nachher deutlich im Output merken, speziell wenn es in den Hobelbereich geht. Die Hobelware hat eine deutlich höhere Ausbeute im höherwertigen Bereich und da spielt der Trockner eine wesentliche Rolle. Was heute die Logistik betrifft, ist es für uns natürlich ein deutlicher Vorteil, weil der ganze Staplerverkehr entsprechend weniger geworden ist für das gleiche Volumen, was wir bewegen, beziehungsweise ein höheres Volumen. Außerdem ist es für unsere Staplerfahrer oder für den Produktionsprozess deutlich einfacher, die Kanäle zu bedienen. Die versprochenen Ergebnisse in Qualität und auch in Leistung sind deutlich erreicht bzw. auch überschritten worden. Wir haben bezogen auf die Fläche, die wir jetzt für die Trocknung benutzen, die Leistung um 50% gesteigert. Also wir haben ja gerade jetzt die große Herausforderung, dass durch die Borkenkäfer oder durch die Kalinität die Eingangsfeuchten deutlich der Eingangsfeuchtebereich deutlich höher ist als normal bei frischem Holz. Und trotz alledem sehen wir bei der Standardabweichung im Ausgang, dass wir sehr zufriedenstellende Ergebnisse erreichen. Das Projekt im Großen und Ganzen, muss man sagen, ist sehr positiv abgelaufen. Die ganze Zeitplanung, die im Vorfeld des Projektes erarbeitet worden ist fast eine Punktlandung geworden. Das heißt, Montagezeiten von Valutec sind eingehalten worden, die Inbetriebnahmezeiten sind eingehalten worden. Und was für uns natürlich ein absoluter Vorteil war, vom ersten Tag an konnten die Kammern zu 100% in der Produktion benutzt werden. Es war die richtige Entscheidung, das haben wir auch bewiesen, indem wir schon den 3. Kanal in Auftrag gegeben haben mittlerweile, weil wir mit der Performance der beiden Kanäle wirklich sehr, sehr zufrieden sind. Die Trocknungsqualitäten, die wir uns erhofft haben, sind tatsächlich eingetreten und sie sind sogar besser, als wir erhofft haben. Die Geschwindigkeit, mit der getrocknet werden kann, bei höherer Qualität ist wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen haben wir auch nicht lange gezögert. Wir werden jetzt neben den beiden existierenden Kanaltrocknern noch einen 3. aufbauen.